Hallo, hier ist Anne Bross von Anne Bross Kunst. Ich habe hier ein Blatt Aquarellpapier liegen und darauf liegt eine sogenannte Gelplatte. Da habe ich vorhin schon mal etwas Herbstliches gedruckt und jetzt ist da noch etwas Farbe drauf übrig. Diese Farbe kann ich weiterverwenden für ein anderes Bild. Da muss ich jetzt einfach ein bisschen von unserem guten Binder aufstreichen. Und dieser Binder ermöglicht dann, dass die Farbe wahrscheinlich abgenommen wird, wenn ich das nächste Blatt drauf drücke. Einfach über und über ganz dünn einstreichen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das wollte ich euch zeigen, dass man das machen kann. So, das muss ich jetzt alles einstreichen. Diese Gelplatte verwendet man für Monotypien, das heißt für einzelne Drucker, die man per Hand erstellt. So, das sind jetzt ein paar Herbstfarben, wie gesagt, noch drauf. Ich versuche die einfach mal abzunehmen, wenn es geht. So. Dann habe ich hier noch ein zweites Aquarellpapier. Also das untere dient eigentlich nur dazu, dass man das Blatt eben exakt in der Größe dann aufträgt. So, und jetzt drücke ich das mit der Hand schön fest. Fahre da mit Kraft über diese Platte drüber. Das muss man dann ein bisschen wiederholen. Damit sich das auch nach Möglichkeit gut ablöst. So, und jetzt wird es spannend. Wir schauen, ob das funktioniert hat. Und wie ihr seht, es ist da tatsächlich gelungen, diese Farben abzunehmen. Und ihr seht auch hier, dass ich da vorher 3 Baumblätter aufgelegt hatte und die sind hier tatsächlich abgebildet. Das hat also geklappt. Und jetzt kann ich das noch weiter
bearbeiten, wenn ich möchte. Und zwar geht es dann entweder über die Gelplatte, dass ich da nochmal Farben auftrage und das Ganze überlagere noch. Das werde ich mal ausprobieren, vielleicht mit einer ganz dünnen Farbe. Vielleicht kommt ja dann die Struktur der Blätter dann nochmal raus. Das werde ich mal ausprobieren. Und zwar nehme ich da jetzt mal ein Gelb. Das wird aber nur eine ganz dünne Lasur. Also wirklich nur mit viel Wasser verdünnt. Würde ich das jetzt mal probieren, vielleicht noch einen Schuss Orange reingeben. Einen Tropfen. Dass das so ein leichtes Gelb-Orange ergibt. So, und da streiche ich jetzt genau die Platte wieder ein. Im unteren Bereich vielleicht etwas mehr Farbe, da ich gesehen habe, dass dort der untere Bereich relativ weiß geblieben ist. Und vielleicht noch da oben so ein paar Striche, ein paar einzelne. Die Farbe zieht sich jetzt leider etwas zusammen, ergibt aber auch eine Struktur, weil da vorher wahrscheinlich der Binder drauf war. Gott, das muss man jetzt testen. Und ihr könnt auch gerne noch ein paar Strukturen reinmachen mit diesem Holz. So, und dann nehme ich dieses wieder und lege das genau, passgenau wieder so, dass es mit dem unteren Aquarellblatt übereinstimmt, damit ich ungefähr wieder die gleiche Position erhalte mit der Gelplatte. Und dann wieder schön fest andrücken. Wenn ihr nicht so viel Kraft in den Händen habt, könnt ihr zum Beispiel so eine Flasche nehmen und das hin und her bewegen. Dann habt ihr da mehr Kraft und das druckt sich besser ab.
So, dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Das ist immer eine sehr spannende Sache. Und siehe da, jetzt ist dieser warme Gelbton aufgetragen. Man sieht jetzt immer noch die Blätterstruktur. Und da kann man jetzt hergehen und dieses Bild sozusagen als Basis nehmen und dann mit dem Pinsel noch ausarbeiten. Das heißt, diese Strukturen könnt ihr dann mit dem Pinsel in Negativtechnik zum Beispiel ausarbeiten und bekommt dann ein sehr schönes Herbstbild. Wie das geht, zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like. Dankeschön, eure Anne Pross von Anne Pross Kunst.